Das letzte News-Video vor den Feiertagen. Ich freue mich schon auf eure Markierung auf Instagram mit unserem Buch unterm Weihnachtsbaum. Und natürlich gibt es bis dahin noch viele spannende Videos. Und außerdem reden wir jetzt in diesem Video natürlich noch über neue Rides, neue Achterbahnen oder auch die Möglichkeit, uns zu treffen und vieles, vieles weitere. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Video Magazin und einem neuen News-Video meinerseits und wir starten gleich durch. Vorneweg aber vielen Dank an Aufwind Rides für das Supporten und Unterstützen dieses Videos. Aufwind Rides macht das möglich, dass wir das hier so machen können, wie wir es machen. Und es gibt ja den neuen Scotland Yard Ride im Ravensburger Spieleland, werden wir Backstage in Kürze hier auf dem Kanal vorstellen. Aber damit ihr eine Vorstellung habt, was Aufwind Rides dieses Jahr dort gebaut haben, hier ein kleiner Clip, bevor es dann mit den News weitergeht. Ja, und wie gesagt, wie das Ganze funktioniert, wie das Backstage aussieht, was man da sich bei gedacht hat, das alles dann demnächst hier auf dem Kanal, den ihr sowieso schon abonniert habt. Kostet euch nichts, hilft uns aber ungemein weiter. Und wir starten mit Dünrel in den Niederlanden, ein Freizeitpark, den wir ewig nicht mehr besucht haben, aber der nächstes Jahr auf jeden Fall besucht werden muss, denn es gibt eine neue Achterbahn. Haben wir hier auch auf dem Kanal schon darüber berichtet, dass die Kicker-Achterbahn kommt. Und das Ganze wird von Cira Rides aus Deutschland ein sogenannter Force Coaster mit einem Custom Layout und einer Höhe von 12 Metern, 362 Metern Streckenlänge und 47 km/h Spitzengeschwindigkeit. Das Ganze sieht meiner Meinung nach top aus. Cira Coaster auch immer eine gute Wahl. Das bestätigt sich, glaube ich, auch damit, dass nämlich im Park vorher eine Kicker-Achterbahn schon stand und fuhr bis dieses Jahr und ein bisschen anders geschrieben, aber auch die Frosch-Achterbahn war. Und nach 40 Jahren Betriebszeit hat der Cira Large Tivoli Coaster den wohlverdienten Ruhestand erreicht und wird halt ersetzt durch den Force Coaster, also die neueste Art von Achterbahn von Cira. Was vielleicht auffällt, es ist ein Frosch auf dem Motorrad und das ist jetzt keine Anlehnung an den Crazy Frog, like wer ihn noch kennt, sondern es ist einmal ja, eine Hommage an den Coaster, der davor stand, die Frosch-Achterbahn, die Kicker-Achterbahn und auch eine Huldigung an die Vergangenheit des Parks, der nämlich in den 1940er und 1950er Jahren angefangen hat mit einer Motocross-Strecke. 4 Kilometer Motocross-Strecke gab es dort und das ist dann auch nochmal so die Brücke, die man dazu schlägt. Ja, super spannend, habe ich wirklich Bock drauf, freue ich mich, dass man das dann nächstes Jahr in den Niederlanden fahren werden kann. VDFU Connex 2026, das Fachforum für Freizeit- und Erlebniswelten. 2026 geht es in die dritte Runde der VDFU Connex. VDFU ist der Verband Deutscher Freizeitunternehmen und veranstaltet das Fachforum Connex. Ich verlinke euch auch gerne hier ein Video. Letztes Jahr waren wir in München dabei. Dann könnt ihr euch das Ganze angucken. Und ab jetzt ist auch der Ticketshop geöffnet und ihr könnt Tickets dafür erwerben. Wir werden auf jeden Fall auch vor Ort sein und es gibt auf jeden Fall viel
Spannendes zu sehen, zu entdecken und zu erleben. Und wenn ihr jetzt überlegt, euch Tickets zu ordern, das Ganze findet am 25. Februar 2026 im Moor in Berlin statt. Wenn du jetzt überlegst, ist das Ganze denn was für mich? Vielleicht eine kleine Anregung, für wen das Ganze geeignet ist. Und zwar, wenn du dir denkst, ich habe Lust auf qualifizierten Austausch mit Freizeitparks, Zoos, Hallenspielplätze, Tierparks, Seilbahnbetriebe, Escape Rooms, Brandlands, Freizeitbäder, Bowling Center, Erlebnismuseen und andere Freizeit- und Erlebniseinrichtungen. Weil es ist nämlich so breit gefächert und so vielfältig, dass eigentlich für jeden was dabei ist und es gar nicht die Notwendigkeit gibt, zu überlegen, ob man kommen möchte, sondern man bucht jetzt einfach sein Ticket und kommt vorbei. Ist doch ein Top-Plan für den Februar, wenn sonst nicht so viel anderes geht. Kommt nach Berlin, wir sind auch da. Apropos wir, das ist ein gutes Stichwort, auch wenn wir nichts gemacht haben, außer zu sagen, jo, finden wir cool die Idee. Es gibt jetzt den ersten offiziellen Ride Review Klemmbaustein. Bei mjsbricks.de verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr jetzt einen Klemmbaustein kaufen, der offiziell das Ride Review Logo trägt und bedruckt ist. Eine bedruckte 2x2 Fliese für eure Klemmbaustein-Projekte, Mocks, Welten, weiß ich nicht, Attraktionen. Es gibt, glaube ich, unzählige Möglichkeiten. Ich habe in Kommentaren und in Stories schon gesehen, dass ihr auf jeden Fall da voll Bock drauf habt und dass es irgendwie ein Thema ist. Das finde ich verrückt und cool. Und ja, würde mir auf jeden Fall auch eine Freude machen, wenn ihr das irgendwo eingebaut habt, mir mal ein Foto zukommen zu lassen, wo das eingebaut ist. Finde ich total crazy und spannend. Cooles Projekt, könnt ihr abchecken und ja, Wahnsinn. Immer wieder was Neues und es kommt auch noch so viel verrücktes Neues demnächst. Neu ist auch King Claw. Haben wir im letzten Video übrigens auch drüber gesprochen, ein bisschen den Vergleich zu alten Claw und jetzt zu King Claw. Und das kennt ihr ja auch schon, wenn ihr unser Buch... Ne, das soll nicht schon immer das Buch. Dreamworld ist der Freizeitpark und dieser befindet sich in Australien. Habt ihr ja schon gelesen. Und dort gibt es jetzt King Claw neu, seit 12. Dezember eröffnet. Und ihr wisst ja, dass der Dezember der Sommer in Australien ist. Das ist halt die andere Seite der Erdkugel. Und King Claw ist von Intamin ein sogenannter Giro Swing. Und ja, das ist wirklich eine unfassbar gute, coole Attraktion, die unendlich viel Spaß macht. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht gefahren ist. Im Fall von Dreamworld in Australien haben wir hier 27 Meter Höhe von King Claw. Diese Attraktion schwingt 42 Meter weit aus und das mit 120 Grad Neigung, was dann für Schwerelosigkeit sorgt und gleichzeitig können 40 Personen mitfahren. Diese Attraktion ist jetzt feierlich eröffnet worden, aber ich habe auch noch ein paar Facts für euch, die das nochmal unterstreichen, warum King Claw so cool ist. Und zwar ist das leistungsstärkste Antriebssystem auf dem Markt. King Claw ist sanft, dynamisch und hat ein schnelles Fahrgefühl. Bis zu 40% der Energie, die gebraucht wird, wird auch wieder zurückgewonnen bei jeder Fahrt. Und damit die Fahrt auch abwechslungsreich ist, gibt es 5 Umdrehungen pro Minute bei der Gondel, sodass man halt irgendwie immer was anderes sieht. Und natürlich ein komfortables Rückhaltesystem, wo der ganze Oberkörper frei ist und ihr habt so Suspended-Sitze, also die Sitze hängen so ein bisschen und ihr hängt in der Luft, so dass ihr noch mehr Freiraum und Freiheit habt. Und das macht diese Attraktion auch so besonders, weil du einfach wirklich dieses lange Fliegen hast. Das ist wirklich verrückt. Ich kann dieses Drehen, Schaukeln auch nicht so, aber diese Mischung und diese Kraft und wie diese Giro Swings von Intamin fahren, das ist einfach grandios. Und wenn ihr noch mehr zu Dreamworld wissen wollt, auch hier gibt es ein Video zu. Wir haben den Park ja besucht und uns dort alle Attraktionen angeguckt und euch den Park näher gebracht, weil es ist wirklich sehr spannend und es gibt sehr tolle Sachen dort. Ein schöner Park. Ein Freizeitpark, wo wir tatsächlich noch nicht waren und dieser ist in Europa, steht in Finnland mit Särkäniemi Amusement Park und dort gibt es 2026 auch eine neue Achterbahn und zwar von Vekoma einen Junior Coaster mit Custom Layout, der 27 Meter hoch wird, 525 Meter lang und 68 km/h Spitzengeschwindigkeit erreicht und mit 10 Millionen Euro die höchste Investition in der Parkgeschichte ist. Das Ganze ist ein eher Familienfreizeitpark und so kann man natürlich auch Connect, wie der Name sein wird, für diese neue Achterbahn ab 1 Meter Körpergröße fahren bis 1,20 Meter in Begleitung eines Erwachsenen und danach kann man alleine fahren. Und es könnte, glaube ich, dann auch die familienfreundlichste Großachterbahn ganz Finnlands werden.
Interessant ist vielleicht auch noch, der Park liegt in Tampere und die Bahn wird die Mobilitätsgeschichte des Ortes behandeln. So ist natürlich nicht weit hergeholt, dass die Station wie ein Bahnhof gestaltet wird und im Wartebereich wird Wissen und Geschichte der Mobilität des Ortes vermittelt. Bin ich sehr gespannt drauf, habe ich wirklich auch Bock, dass wir da endlich mal hinfahren und da haben wir, glaube ich, 26 Grund genug für, wenn eine neue Achterbahn aufmacht, dass wir uns das endlich mal vor Ort angucken. Ich kann aber noch nichts versprechen, wir haben noch nichts Konkretes für nächstes Jahr geplant. Das ist alles so ein bisschen offen und vage noch, weil man das ein oder andere ja auch noch abwarten muss. Was wir dieses Jahr aber geschafft haben, ist Universal Epic Universe zu besuchen. Das habt ihr auch schon in einem Vlog gesehen. Da kommen auch noch ein paar mehr Videos. Stardust Racers ist dort eine Achterbahn bzw. 2 Achterbahnen und dort gab es am 17. September diesen Jahres einen Zwischenfall, über den wir auch schon hier berichtet hatten. Kurz euch nochmal abgeholt. Der 32-jährige Kevin Rodrigo Zavala ist nach der Fahrt bewusstlos wieder in die Station eingefahren mit der Bahn und wurde wenige Stunden später für tot erklärt. Und beim vorläufigen Obduktionsergebnis kam raus, dass die Todesursache stumpfe Gewalteinwirkung war. Da konnte irgendwie erstmal noch niemand viel mit anfangen und wie auch immer sollte man auch nicht direkt am Anfang spekulieren, was passiert ist. Und jetzt hat das Orange County Sheriff Büro bekannt gegeben, dass der Vorfall als Unfall eingestuft wird und damit der Fall auch abgeschlossen wurde. Alle Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen wurden eingehalten und technisch hat auch alles genau so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Es gibt also kein Fremdverschulden für diesen tragischen Todesfall. Die Familie hat sich mit Ben Crump zusammengetan, das ist ein renommierter Anwalt für Bürgerrecht, der spezialisiert ist auf Fälle mit schweren Personenschäden. Und man hält sich natürlich alles noch offen, um noch ein paar Schritte eventuell zu gehen, aber man hat davon abgesehen, Klage einzureichen. Und das ist meiner Meinung nach auch ein ziemlich starkes Zeichen dafür, dass es wirklich sich hierbei um einen Unfall handelt und irgendetwas passiert ist, was keiner beeinflussen kann und konnte. Ja, die Todesursache stumpfe Gewalt ist absolut nichtssagend und nicht nachvollziehbar, was jetzt wie wo passiert sein soll. Dazu muss man noch sagen, dass Kevin im Rollstuhl saß und eine angeborene Rückenmarkskrankheit hatte, aber Familie und Anwalt weisen auch darauf hin, dass diese Rückenmarkserkrankung nicht todesursächlich war. Keine Frage, das ist super tragisch und sollte nicht passieren, aber es haben wieder alle Sicherheitsbestimmungen funktioniert und das Fahren mit Achterbahn ist so eine der sichersten Sachen, die ihr auf der Welt machen könnt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein absolut schrecklicher Vorfall für alle Beteiligten in allen Varianten. Da muss man auch keine einzeln aufzählen. Aber das zeigt auch wieder, dass wir jeden Tag genießen sollten und jeden Moment genießen sollten, weil es einfach gleich schon vorbei sein kann. Und das vielleicht auch noch mal kurz vor den Feiertagen ein bisschen in sich gehen und mal ein bisschen überlegen, was man so in die Welt hinausträgt oder auch nicht. Und ansonsten eine gute Zeit haben. Und das können wir zusammen jeden Tag um 18 Uhr hier auf dem Kanal zu einem neuen Video. Und das war's von mir an dieser Stelle mit diesem Video auf diesem Freitagabend. Euch ein schönes Wochenende und schon mal schöne Feiertage. Aber wie gesagt, es kommen noch einige crazy Videos und es kommen einige Tour-Videos noch und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Ich bin raus, ihr seid die coolsten. Euer Brofist Review Video Magazin. Peace.